Hallo und schön, dass du wieder hier bist. Um was es heute im Video geht, möchte ich dir sehr gerne sagen. Beziehungen zerbrechen selten am anderen. Sie zerbrechen daran, dass wir uns selbst verloren haben. Und was das bedeutet, möchte ich dir sehr gerne jetzt erklären. Wir glauben oft, der Partner sei das Problem. Die Familie ist anstrengend oder Freunde würden uns enttäuschen. Kollegen triggern uns. Doch in Wahrheit scheitern Beziehungen meistens nicht an dem, was im Außen passiert, sondern in dem, was in uns ausgelöst wird. Und was uns niemand wirklich beibringt, ist, die Beziehung zu uns selbst entscheidet maßgeblich darüber, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Wir lieben, wir streiten. Wir setzen Grenzen und wir lassen Nähe zu. Wer innerlich unter Druck steht, regt diesen Druck nach außen. Und dann wird der Partner zur Projektionsfläche, die Familie zum Ventil, das Umfeld zum Spiegel. Abschnitt 1. Warum Konflikte nur selten im Außen entstehen. Wenn uns jemand verletzt, glauben wir oft, er oder sie sei respektlos, er oder sie versteht mich nicht. Die anderen sind das Problem, doch häufig trifft uns nicht die Situation selbst, sondern etwas in uns, das bereits verwundet ist. Ein Satz, ein Blick, eine Ablehnung und plötzlich eskaliert es. Aber warum? Weil alte Unsicherheiten, ungeliebte Anteile oder verdrängter Schmerz hochkommt und uns wieder tief berührt. Der andere drückt nur auf den Knopf, den wir selbst nie repariert haben. Das bedeutet nicht, dass andere nie falsch handeln. Nein, überhaupt nicht. Aber unsere Reaktion zeigt fast immer auch etwas über unseren inneren Zustand, über den wir uns nicht bewusst sind. Abschnitt 2. Der Spiegel im Außen. Alles, was uns stark emotional aufrührt, ist ein Hinweis. Nicht immer ein Beweis über den anderen, sondern ein Feedback über uns selbst. Wenn uns Ignoranz extrem triggert, fragen wir, ignorieren wir vielleicht eigene Bedürfnisse? Haben wir Angst, übersehen zu werden? Fühlen wir uns selbst nicht wichtig genug? Wenn uns Kritik zerstört, hängt unser Selbstwert an Anerkennung und an anderen. Glauben wir auch vielleicht innerlich nicht genug zu sein? Es lohnt sich diese Fragen zu stellen, denn wenn uns Distanz verletzt oder Ablehnung, haben wir gelernt, Liebe mit Verfügbarkeit zu verwechseln. Und das Außen zeigt oft nur, was im Inneren Aufmerksamkeit braucht. Doch es ist nicht wirklich uns vollumfänglich bewusst und klar. Vielleicht verstehen wir das, was hier angeführt wurde, aber es umzusetzen heißt, einen Teil in sich zu heilen und zu reparieren. Genau hierum geht es. Abschnitt 4. Warum wir Liebe oft am falschen Ort suchen. Viele Beziehungen leiden daran, dass Menschen vom Partner etwas erwarten, was sie sich selbst überhaupt gar nicht geben können. Bestätigung, Sicherheit, ein Wertgefühl, Frieden und tatsächlich auch Liebe. Dann wird der andere unbewusst in eine Verantwortung gezogen, die für unser inneres Stimmungsbild und unser Wohlbefinden verantwortlich ist. Vielleicht erkennst du dich hierbei. Er schreibt nicht zurück. Deine Emotionen fallen. Sie wirkt distanziert. Du zweifelst sofort. Ein Streit entsteht. Ihr zerbrecht daran. Das ist keine Liebe. Das ist emotionale Abhängigkeit. Denn wenn unsere innere Welt vom Verhalten anderer abhängt, leben wir ständig im Mangel. Abschnitt 5. Wahre Beziehung beginnt in dir. Die wichtigste Frage in jedem Konflikt ist nicht, warum macht der andere das, sondern warum trifft mich das gerade so tief? Was wird in mir damit berührt und welche Angst meldet sich gerade?
Welcher Schmerz möchte gesehen werden von mir? Und was brauche ich gerade wirklich? Das ist Selbstverantwortung, nicht Schuld, nicht Selbstverurteilung, sondern emotionale Reife und Freiheit. Abschnitt 6. Heilung. Im Moment der Reaktion, immer wenn du wütend oder verletzt wirst, verzweifelt bist oder explodieren möchtest, versuch es zumindest innezuhalten, zu atmen und dich zu fragen, warum verletzt mich das gerade so sehr oder welchen Knopf hat man gedrückt? Dieser Moment verändert alles, so simpel und einfach wie es auch gerade klingen mag, denn anstatt automatisch zu reagieren, beginnst du zu verstehen, was in dir los ist. Mit diesem Verständnis entsteht eine Brücke zu deiner Seele und zu dir selbst und das Verständnis heilt dich tatsächlich schneller als jeder Streit, den du führen kannst, dir helfen kann oder den du auch, wenn man das so hinstellen möchte, gewinnen kann. Man kann keinen Streit gewinnen. Das funktioniert nicht. Wir drücken immer etwas in uns selbst aus und jemand anderen versuchen wir damit klein zu halten oder in einer Position. Abschnitt 7. Beziehungen bestehen nicht durch Gleichheit. Viele glauben, dass eine gute Beziehung bedeutet, gleiche Interessen, die gleiche Sprache, die gleiche Sichtweise, die gleichen Bedürfnisse und auch die gleichen Interessen tatsächlich zu haben. Doch es tut mir leid, wenn ich das nun sage, aber das ist eine Illusion. Beziehungen funktionieren nicht auf Basis von Gemeinsamkeiten, sondern sie funktionieren durch die Fähigkeit, Unterschiede und Differenzen zu überbrücken, durch Geduld, Mitgefühl, innere Stabilität und durch die Bereitschaft, nicht immer recht sein zu müssen. Liebe zeigt sich nicht in harmonischen Momenten. Liebe zeigt sich dort, wo Spannung auftaucht, sowohl in uns als auch in unserem Umfeld. Abschnitt 8. Wenn alles zerbricht, beginnt oft etwas Neues. Vielleicht gibt es gerade Streit in deinem Leben, vielleicht zerfällt etwas in dir oder in deinem Umfeld. Vielleicht verstehst du jemanden nicht mehr, mit dem du eine tiefe innige Beziehung hattest. Dann sieh das nicht als Krise, sondern als Einladung des Lebens. Das Leben zeigt dir gerade etwas in dir, das geheilt werden möchte. Es macht dich auf etwas aufmerksam. Jede Spannung kann ein Weg zurück zu dir selbst sein. Jeder Konflikt kann Bewusstsein bringen und jede Enttäuschung kann dich unabhängiger, autonomer, stabiler und mehr verbunden mit dir machen. Abschnitt 9. Die Wahrheit über eine gesunde Beziehung. Gesunde Beziehungen entstehen nicht, wenn zwei perfekte Menschen sich finden, sondern wenn zwei Menschen bereit sind, selbst sich ihren Dingen zu stellen und sich damit zu begegnen. Mit Ehrlichkeit, mit Eigenverantwortung und mit innerer Arbeit. Denn wer sich selbst kennt, verletzt weniger andere Menschen. Wer sich selbst liebt, klammert weniger und richtige Liebe kann erst entstehen. Und wer sich selbst versteht, projiziert weniger in die Außenwelt und hat damit weniger Konflikte in seinem Umfeld und in sich. Und genau das ist der Zustand, den wir uns alle wieder erarbeiten dürfen. Abschnitt 9. Mein Schlussgedanke. Beziehungen scheitern nicht an anderen. Sie scheitern daran, dass wir erwarten, dass andere das heilen, was nur wir selbst in uns berühren können. Und sobald wir anfangen, uns selbst zu erkennen, verändert sich jede Beziehung. Zum Partner, zur Familie, zur Welt, aber vor allem die Beziehung zu uns. Schön, dass du wieder bei mir warst. Wenn dir das Video gefallen hat, schau in meine Bibliothek, schau in mein Feed, schau in meine Videos. Ich bin mir sicher, du findest noch mehr, was dir gefällt. Hab einen schönen Tag und schön, dass es dich gibt.